Hallo zusammen! Ihr plant eine Reise nach Nepal und überlegt, den Everest Base Camp Trek, Annapurna oder eine der vielen anderen beeindruckenden Bergregionen zu erkunden und fragt euch, was ihr alles einpacken solltet? Dann bleibt unbedingt dran! Ich zeige euch heute mein komplettes Equipment, das ich auf meiner Everest Base Camp Tour dabei hatte. Wir gehen Schritt für Schritt alles durch, von den Füßen über die Beine, den Oberkörper bis hin zum allgemeinen Equipment, das ihr auf keinen Fall vergessen solltet. Bevor wir starten: Ihr gelangt über den Link in der Videobeschreibung zu meinem Amazon Store, wo ich für euch alles in der Ideenliste Everest Base Camp EBC Equipment zusammengestellt habe. Starten wir mit den Füßen. Das Wichtigste zuerst: richtig gute Wanderschuhe. Idealerweise Modelle, die über den Knöchel gehen und ausreichend Stabilität bieten. Ich hatte Wanderschuhe von Lowa dabei, absolut ausreichend und super bequem. Wenn ich mir jetzt nochmal neue Schuhe kaufen sollte, würde ich die La Sportiva Schuhe kaufen. Dazu gehören natürlich auch gute Wandersocken. Ich kann Merino-Socken sehr empfehlen. Was viele vergessen: Schuhüberzieher, damit eure Schuhe nicht nass werden oder komplett vollsaugen. Ich hatte ein Modell dabei, das komplett dicht abschließt, würde mir aber bei einem neuen Kauf diese hier holen. Sicher ist sicher. Am Ende hatte ich Glück mit dem Wetter im Himalaya, aber wie ihr wisst, in den Bergen kann alles passieren. Ein echter Gamechanger für die Füße: Hirschtalgcreme. Tragt sie ein paar Tage vor der Tour auf und auch jeden Abend am Berg. Die Füße bleiben geschmeidig und ihr beugt Blasen vor. Gibt's zum Beispiel bei DM oder online. Thema Blasen: Auch wenn die Schuhe eingelaufen sind, nehmt unbedingt Blasenpflaster mit. Wenn ihr, so wie ich, anfällig für Blasen seid, klebt sie schon vor dem ersten Wandertag auf. Sie polstern super und können ohne Probleme mehrere Tage draufbleiben. Ich hatte damit wirklich null Probleme. Gehen wir weiter zu den Beinen. Hier gilt die typische Zwiebeltechnik. Mehrere Schichten sind entscheidend. Ich bin ein riesiger Fan von Merino, weil es Feuchtigkeit aufnimmt und deutlich weniger riecht als normale Funktionskleidung. Ich hatte dabei Merino-Unterhose, Thermo-Unterhose, eine zusätzliche lange Unterhose, 2 Wanderhosen, eine lange und eine mit abnehmbaren Beinen für wärmere Regionen und eine Regenhose für alle Fälle. Für die kalten Gipfelnächte hatte ich zusätzlich eine Skihose, super warm und absolut empfehlenswert. Der Oberkörper: Zu Beginn habe ich oft funktionale Sportshirts getragen, zum Beispiel von Under Armour. Danach kamen, wie erwähnt, meine Merino-Shirts zum Einsatz, sowohl kurz- als auch langärmlich. Ich bin bei Merino Fan von Dilling, aber habe euch hier zur Auswahl noch einen anderen Anbieter mit aufgeführt. Für die Kälte hatte ich folgende Schichten: eine Fleecejacke, darüber eine leichte Daunenjacke sowie eine Wind- und Regenjacke und ganz oben drüber eine dicke Daunenjacke von Mountain Warehouse, die bis -30 °C warm hält. Gerade am Gipfeltag zum Kalapata war ich unfassbar froh, diese dicke Jacke zu haben. Für die Hände hatte ich leichte Handschuhe für morgens und dicke Handschuhe für den kalten Aufstieg, welche ich übereinander getragen habe. Für den Kopf eine Schirmmütze gegen die Sonne und einen Buff, perfekt für Sonne, Wind und Staub, sowie eine dicke Mütze, wenn es kalt wird. Thema Schlafen: Das hängt stark von eurer Tour ab. Beim Everest Base Camp Trek übernachtet ihr in sogenannten Teehäusern, also einfachen Herbergen. Dort braucht ihr keine Isomatte und kein Zelt, aber einen Schlafsack. Ich hatte einen Mountain Warehouse Schlafsack, Komfortbereich bis -5 °C, zusätzlich einen Fleece-Innenschlafsack und ein kleines Reisekissen. Super praktisch für Flug und Berg. Ausrüstung und Equipment: Was ich sehr empfehlen kann: Wanderstöcke für die Entlasten der Knie, besonders bergab und am Gipfeltag. Ein kleines Reisehandtuch für die Teehouses, zum Trinken ein Camelback bzw. eine Trinkblase. Ich hatte eine 3 Liter Trinkblase plus Thermoschutzhülle, damit sie nicht einfriert. Trotzdem ist mir der Schlauch am Gipfeltag nach Kalapata zugefroren, daher unbedingt auch eine Thermosflasche mitnehmen. Unverzichtbar eine gute Kopflampe. Abends wird's schnell dunkel
und am Gipfeltag zu Kalapata startet man meist um Mitternacht. Außerdem wichtig: Sonnenbrille mit Seitenschutz, Tagesrucksack mit Regenschutz, große Tasche, in denen die Porter euer Equipment tragen, welches ihr während dem Tag nicht benötigt. Zum Schluss noch ein paar Basics, packt unbedingt ein. Kleines Medipack. Das Video zu meiner Reiseapotheke verlinke ich euch in den Kommentaren. Zahnbürste und Zahnpasta und Wäschebeutel. Sonnencreme, Snacks wie Nüsse oder Müsli-Riegel für zwischendurch und kleine Untertaschen, um Ordnung während der Wanderung zu halten. Abschluss. Das war meine komplette Packübersicht für den Everest Basecamp Trek. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hilft euch bei der Vorbereitung und wünsche euch eine unvergessliche Tour und eine sichere Bergbesteigung. Habt ihr noch weiter Tipps, was ihr auf jeden Fall mitnehmen würdet? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.